Man könnte nicht so individuell am Markt arbeiten, wenn das System es nicht hergeben würde. Also ich könnte es mir gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne das System wäre. Ja. Das ist einfach ein Riesensprung für uns gewesen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Gebra IT. Wir sind heute zu Gast bei Jan und Guido von SPS Motorsport. Mein Name ist Sven Lüttgens, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Gebra IT GmbH. Wir liefern hochflexible ERP-Lösungen mit Automation und das Ganze machen wir auf unserer eigen entwickelten Low-Code-Plattform. Jan und Guido, danke, dass wir heute bei euch sein dürfen oder dass ich bei euch sein darf. Wir wollen ein bisschen über euer Projekt sprechen. Unsere Software läuft hier bei euch. Um reinzukommen, erzähl doch mal ein bisschen, was macht SPS Motorsport überhaupt? Ja, wir bauen Autos um. Hierbei speziell Mazda MX-5. Das ist so unser Steckenpferd. Wir bieten Gesamtindividualisierung nach Projektaufgabe oder nach Projekt an. Das heißt, der Kunde kommt zu uns und sagt, ich würde gerne mit dem Auto auf der Rennstrecke fahren oder hätte ganz gerne einen einmaligen Roadster oder Fahrerlebnis mit jeglicher Kombination am Motor. Dann wird das halt hier dargestellt. Das heißt, ich sag mal, wir haben ein recht individuelles, sehr, sehr individuelles Umgehen mit dem Kunde. Und daraus, um so ein bisschen den Weg wieder zu euch zu finden, entstehen halt sehr, sehr komplexe Prozesse. Und das sind nicht ganz so simpel, da wird Guido gleich ein bisschen drauf eingehen, weil auch die Firma selbst sich am Ende des Tages in 3 Einzelteile unterteilt. Ich werde das gleich noch ansprechen. Wenn wir darüber sprechen, wir haben ja quasi ein ganz normales Werkstattgeschäft. Zum einen, wir haben auf der anderen Seite ein Handelsunternehmen im Bereich Webshop und Teileversand. Und im letzten Punkt haben wir halt immer noch, einen voll individualisierten Kundensupport, Ablauf bzw. Kundenthemen, die halt auch entsprechend bearbeitet werden müssen. Ja, genau. Also aus Software-Sicht laufen hier drei Stränge so zusammen. Wir haben ein klassisches Handelsunternehmen, wir kriegen Aufträge rein, in der Regel über den Webshop oder ja fast manuell. Dann gibt es einen Versand oder eine Kommissionierung aus dem Lager heraus, ein stellplatzgeführtes Lager, dann wird das Ganze versendet. Aber darüber hinaus gibt es einen ganz normalen Werkstattbetrieb, wo auch Fahrzeuge verarbeitet werden. Das heißt, ihr habt ein Fahrzeugstandensystem und ihr fertigt Teile, wie zum Beispiel Überrollbügel, wo wir dann noch Stücklisten pflegen und Teilelisten. Wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr? Insgesamt mit allen 19. 19? Mhm. Und wie viele davon arbeiten mit dem System im Moment? Das ist ja so eine Sache, ne? Also der Monteur stempelt ja im System. Das kann man sagen, arbeitet er wirklich aktiv mit dem System? Ich würde sagen, ja, weil er muss sich damit auseinandersetzen. Da gibt es sicherlich noch Möglichkeit der Erweiterung, wo man sicherlich noch darüber nachdenken kann, in Zukunft sagen, das könnte man noch ausbauen. Aber aktiv, die jeden Tag, mehrere Stunden in die Gebra-Suite schauen, würde ich behaupten 8. Ja. Das kommt ganz gut hin, weil das ist zum einen der komplette Dross, der da oben sitzt, wo ich mich mit einbeziehe, es sind 4 Mann da, 3 im Lager und du hast halt meistens einen Monteur, der dann doch relativ viel sich mit dem System auseinandersetzen muss. Okay, das ist eigentlich aus Software-Sicht jetzt für den hohen Automationsgrad, den ihr im Unternehmen habt, wo alles miteinander verknüpft sind und viel über so ein System läuft, eigentlich in so einer Größe eigentlich eher noch ungewöhnlich, dass so viel über ein System gesteuert wird. Vielleicht über den Webshop-Prozess selber, Guido, kannst du uns noch ein bisschen erklären, wie das genau funktioniert, was da passiert? Ja, das ist ja auch ganz interessant, wie wir eigentlich auf diesen Weg gekommen sind, dass wir dann euch darauf angesprochen haben. Ich glaube, ihr kennt euch ja schon länger, eben durch dein Auto, Sven. Und wir hatten in der Vergangenheit das Problem mit dem System, auf dem wir gearbeitet haben. Das war ein Autohaus-basiertes System. Da waren halt die Möglichkeiten, gerade eben Lagersteuerung oder irgendwas mit Online-Shop, einfach, das war nicht kombinierbar. Das war alles manuell, 2 Systeme, die nichts voneinander wissen. Ganz, ganz anstrengend in der Handhabe. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit geschaffen mit eurem System, dass eine Schnittstelle zwischen dem Online-Shop und der Warenwirtschaft da ist und so halt entsprechend dieser Automatisierungsprozess da ist. Ein Kunde tut eine Bestellung oder macht eine Bestellung im Online-Shop, löst sie aus mit allen Daten, der Auftrag wird erfasst und daraus entwickelt sich dann ein
relativ komplexer Prozess, der aber eben von alleine stattfindet, sodass dann halt entsprechend die Teile den Weg zum Kunden finden oder entsprechend eine Bedarfsliste auftauchen, wenn sie nicht lagernd sind, dass jemand, der den Einkauf tätigt, weiß, was er bestellen muss, etc., etc., etc. Also alles, was eben zu so einem Versandhandel dazugehört. Ja, genau. Also der Prozess ist schon sehr automatisiert. Es gibt ja auch eine die Richtung zum Webshop hin, ne, dass die Artikel und die Lagerbestände hochgeladen werden. Genau. Das pflegen wir im Gebra Suite-System. Ich glaube, man muss da kurz eingerätschen, weil das spricht sich so relativ einfach weg. Weil das Problem ist ja, also das ist ja, war ein Hauptgrund, dass wir gesagt haben, wir wechseln das System. Ne? Ja. Weil, und da kann man fast ein bisschen ausschweifen, weil das Thema war ja, wir haben gesagt, okay, wir wollen das, das und das haben. Und klar war die Möglichkeit zu sagen, mit dem alten System, das wir haben, kriegen die das ja irgendwie angedockt. Aber das, weil man immer mehr gemerkt hat, dass selbst in unserer kleinen Firma das Automatisieren von Prozessen und das, was mir dabei unwahrscheinlich wichtig war, dass, ich sag mal, kein voll ausgebildeter Kfz-Mechatroniker einen Bauteileplan für ein Fahrzeug greifen muss, haben wir gesagt, okay, wir brechen es so weit runter, dass wirklich jemand, ich sag mal, Ungelerntes oder Fachfremdes am Ende des Tages ein doch hochkomplexes Produkt wie einen Motor in Einzelteilen packen kann. Ja, und, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Genau, und das war halt ein Punkt, was auch auf der anderen Seite ein bisschen Geld und Zeit gekostet hat, was aber für uns absolut entscheidend war in diesem Thema bei der Umsetzung. Und das ist ja auch ein Punkt, weil jetzt wird vielleicht jemand draußen sagen, der das Video sieht, sagt, ja gut, die kannten sich halt jetzt schon eine ganze Zeit lang, deswegen haben die das Projekt zusammen gemacht. Wir haben sicherlich am Anfang, bevor wir gesagt haben, okay, wir werfen den Stein ins Rollen, doch mit einem anderen oder mit mehreren Firmen geredet, aber wenn es halt darum geht, dass du diese Prozesse so weit runterbrichst, dann ist es halt sehr, sehr angenehm, wenn man auf der anderen Seite jemand hat, der die Firma kennt, weil man dann doch Reibungspunkte hat, das ist ganz normal, und man doch merkt, okay, hier läuft was nicht richtig, da läuft was nicht richtig. Ja. Und wenn man dann halt weiß, okay, ich weiß, wie die Firma von außen ein bisschen strukturiert ist und man nicht immer alles über einen Platz laufen lassen muss, dann ist es schon sehr angenehm. Ja, vielleicht nochmal kurz hier als Disclaimer in diesem Video. Wir zwei kennen uns seit 2014, glaube ich. Sowas, ja. Ich war zuerst Kunde bei euch, bei SPS, mit meinem eigenen Fahrzeug. Dann haben wir ein bisschen zusammen Motorsport gemacht und 2020 im Sommer bist du zu mir gekommen, hast gesagt, wir haben ein Problem hier. Ja. Unser altes System ist am Limit, wir kommen hier nicht weiter. Das Ganze bremst uns sehr in unserer Entwicklung. Ihr habt euch die Lösung angeguckt und dann haben wir mal gesprochen, ob wir euch weiterhelfen können. Und dann sind wir gestartet August 2020, ne? Ja. Haben einen Plan gemacht, wie das Ganze hier funktionieren soll, und im 1.1.21 sind wir dann live gegangen. Genau. Also ich glaube, wenn man das jetzt so in dem Zeitstrahl sieht und wenn man sieht, was das alles macht, dann war es schon echt ein Schritt. Nein, also auch aus unserer Sicht, ne? Also klar, wir sagen natürlich, wir können hochflexible Prozesse schnell hochziehen. Das ist so im Endeffekt die Kernkompetenz des Systems, was wir gebaut haben. Aber natürlich auch aus unserer Sicht, das muss man auch erstmal stemmen, auch als Team zusammen. Ne? So ein Projekt baut man nur zusammen, und das ist auch ein Lob an euch, dass man hier viel gute Zuarbeit bekommen hat und ihr auch sehr viel Ressourcen und Willen in dieses Projekt gesteckt habt, dass wir an den Punkt gekommen sind. Aber das war ja auch, wie gesagt, das muss man ganz klar sagen, es werden die Umsätze, die rein durch den Webshop mittlerweile generiert werden, oder das Anpassen von Beständen oder von Stücklisten oder. Das ist, also man könnte nicht so individuell am Markt arbeiten, wenn das System es nicht hergeben würde. Das ist nur einfach so. Also ich mache da ein einfaches Beispiel. So ein Turbo-Kit besteht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ungefähr aus 250 Bauteilen. Einzelteile, ja. Man hat ungefähr wie viele verschiedene Kit-Kombinationen in der damaligen Zeit, als wir angefangen haben. Ich glaube, wir haben es runtergebrochen wie 120 oder so. Also über 100 Varianten. Genau. Das hieß in der damaligen Zeit, wenn ich dann nur ein Simmering getauscht habe oder ein 12-Cent-Bauteil, dass ein Mitarbeiter 120 Mal das Gleiche macht und es ändern muss. Um dann, ich sag mal, im Online-Shop das auch noch vernünftig darstellt. Und das waren alles Punkte, mit denen wir an den Sven herangetreten sind und haben gesagt, hier,
das sind Sachen, die müssen sich einfach auf Dauer besser darstellen. Nehmen die Tatsache, wenn es darum ging, nur mal einen 10% Gutschein zu machen. Das hat in dieser Firma ein Riesenchaos ausgelöst, wenn jemand gesagt hat, okay, ich löse jetzt heute an dem Tag einen 10% Gutschein aus. Und das waren Punkte, mit denen wir an euch herangetreten sind. Und das war der Riesenvorteil. Wir haben gesagt, okay, ich kenne die Firma, ich weiß so ein bisschen, wie die ganze Bude funktioniert und habe ein Gefühl dafür, wo da die größten Probleme sind. Ja. Weil das ja auch auf eurer Seite im Umkehrschluss, wir kommen aus einem Autohaussystem und gerade wenn es ums Thema Werkstatt geht, war das dann für euch ja auch dann wieder eine Herausforderung, weil im Handel wart ihr sehr fit und im Thema Lagerwesen, aber dann das Ganze noch mit einer Autohaus-Thematik zusammenzubringen oder in der Werkstatt. Nee, also das ist schon so. Ne? Für uns war Werkstatt und Fahrzeug hatten wir so noch nicht im Portfolio. Ne? Das war jetzt für uns, da mussten wir auch lernen in dem Sinne, dass wir die Prozesse erarbeiten gemeinsam dann und dann musstet ihr uns was erklären, ne? Während wir im Handel dann sicherlich euch was nahebringen. Und da glaube ich, du hast eben gesagt, diese Teile auch, ne? Wir haben 200 Teile für so, wenn jemand ein Turbo-Kit mir bestellt, und da kann ja auch jemand mal auf die Webseite gehen und sich das mal angucken, wie komplex so ein Turbo-Kit sein kann. Und dann läuft das hier komplett voll automatisiert durch. Das heißt, der Kunde bestellt es auf dem Webshop, es läuft komplett automatisch rein, dann habt ihr das Thema, es soll eine Vorkasse passieren. Ne? Das heißt, wir warten, ob das Geld da ist, abhängig von der Zahlungsart, ob es PayPal, Kreditkarte, Überweisung ist. Und erst, wenn der Zahlungseingang gebucht ist, dann wird es dann zum Kommissionieren freigegeben. Und wenn es dann im Lager ist, dann wird es einfach nur noch gepackt. Und dann sind es ja jetzt auch keine Mechaniker, die diese Aufträge packen, sondern ihr habt Aushilfen da, teilweise Schüler, die nach der Schule hier schon mal Pakete packen. Ne? Absolut richtig. Und die haben keinen Bezug zu dem Thema eigentlich. Und die sind in der Lage, ein Paket hier komplett zu packen. Und wenn das auf Lager da ist, packt keiner mehr diesen Auftrag an, nur der Kommissionierer. Genau. Ja, und das ist natürlich gegenüber dem, wie es vorher war, eine riesige Ersparnis. Ja, also um ein einfaches Beispiel zu nehmen, selbst wenn dem Fachwissen fehlt und ich sag mal englischer oder deutscher Sprache nicht 100% mächtig ist, kann er trotzdem durch den Kommissionierer oder durch den Ablauf im Lager automatisierter durchlaufen und seine Ware packen. Und das war für mich halt ein Punkt, dass ich gesagt habe, da muss es halt hingehen, weil es kann halt nicht sein, dass wir in der Zeit, wo Fachkräftemangel auf jeden Fall ein Riesenproblem ist, dass wir einen Mechaniker dafür abstellen müssen, der uns Ware kommissioniert. Ja. Und das war so. Also muss man auch ganz klar sagen. Ja. Naja, also ich denke auch, das ist auch so ein Beispiel, was wir auch ganz gerne rauspicken, wenn wir von eurem Projekt erzählen, dass gerade diese komplett automatische Anwendung des Webshops und des Handels, das sehen wir schon als ganz tolle Lösung auch an. Aber auch im Bereich Werkstatt, ne, also da haben wir auch eigentlich einen komplett durchlaufenden Prozess. Ja, das ist tatsächlich sehr interessant, wie sich das alles jetzt zum Schluss gestaltet hat. Wenn so ein Fahrzeugauftrag erstellt wurde, ein Kunde hat meistens im Vorfeld ein Angebot bekommen, wie stellt er sich einen Umbau vor, was soll er denn kosten, sind wir auch schon immer hingegangen und wollten halt, weil es dann einfach, ich denke, das können Leute am Ende des Tages nachvollziehen, nicht finanzierbar wäre, dass ein Kunde im Vorfeld die Teile als eine Vorkasserechnung zum Beispiel gestellt bekommt, in 95% der Fälle. Das heißt, mit Auftragsabschluss oder mit Auftragsbestätigung wird so ein Angebot getrennt. Da passiert ein Auftragsbit, ist ja auch was Besonderes, was man früher manuell machen musste, Teile aus einem Auftrag rausziehen und dem Kunden getrennt eine Rechnung schreiben, passiert mit 2 Klicks. Das war vorher ein Riesenwahnsinn an Aufwand. Und dann geht der Prozess wieder als Gleiche los. Der Kunde kriegt die Rechnung zugestellt, der Zahlungseingang wird festgestellt, dann wird der Auftrag für die Kommissionierung freigegeben. Und der gleiche Prozess, der im Versand passiert dann auch eben in der Vorbereitung der Teile für die Werkstatt und wird dann halt für den Termin, der dann irgendwann in der Zukunft ist, bereitgelegt. Man kann alles hängt zusammen, man kann alles nachvollziehen, man kann immer dort schauen, okay, für wen war das? Das ist wirklich eine Besonderheit, die es so vorher nicht gab. Das war deutlich komplexer vorher und anstrengender und mit viel mehr Aufwand verbunden, was jetzt einfach selbstverständlich und logisch läuft. Also ich könnte es mir gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne das System wäre. Ja. Das ist einfach ein Riesensprung für uns gewesen. Neben diesem ganzen Thema sage ich mal, Abwicklung der Teile, haben wir dann auch noch einen tollen Prozess für, wie sich das Fahrzeug durch diese Firma durchbewegt. Der Kunde liefert so ein Auto an zu dem ausgemachten Termin.
Und wir gehen erstmal hin und dokumentieren den Zustand des Fahrzeugs. Das heißt, wir haben einen sogenannten Annahmeprozess, wo wir dann mit dem Kunden zusammen einmal über das Auto drüber schauen, was hat denn da schon vielleicht für Macken dran etc. Daten werden erfasst, Kilometerstände, Kennzeichen werden überprüft etc. Dann wird in diesem Annahmeprozess außerdem noch dokumentiert, welche Unterlagen zum Beispiel vom Kunden da behalten wurden, was ausgemacht wird mit alten Teilen, die aus dem Fahrzeug ausgebaut werden. Das sind halt alles so Punkte, die waren in der Vergangenheit immer schwierig handzuhaben. Sie waren schwierig zu greifen, zu erfassen in einer zentralen Situation sozusagen, in einem zentralen Prozess, und dieser Prozess ist jetzt halt da, sodass wir halt da eine wahnsinnig gute Qualitätssicherung haben, die es so vorher nicht gegeben hat. Entsprechend geht es dann weiter mit einem Monteur, der dann halt einen Auftrag hat, dort Stempelzeiten erfasst werden, womit wir dann halt eine saubere Abrechnung der Aufträge generieren können, sicherstellen können. Es gibt einen Endkontrollprozess, es gibt einen Fahrzeugübergabeprozess. Also alle möglichen Steuerungen passieren dort, um eben das Thema Qualitätssicherung auf ein Level zu heben, was es vorher so nicht gegeben hat, in einer Nachvollziehbarkeit. Und das muss man auch an der Stelle sagen, wir sind ISO 9001 zertifiziert. Das heißt, wir haben ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem. Das wäre ohne Gebrauchssuit nicht darstellbar. Das würde nicht funktionieren sonst. Durch das System haben wir überhaupt erst die Möglichkeit bekommen, dieses QM-System und diese ISO-Zertifizierung zu schaffen. Ja, es geht ja auch weiter. Wenn du an dem System arbeitest, das ist ja, glaube ich, so der größte Faktor. Wir hatten irgendwann mal unser Ding so fertig, ne? Und dann hieß es, okay, wir brauchen nur das. Und die weitere Individualisierung des Produktes ist ja am Ende des Tages dann auch relativ simpel. Im Gegensatz zu anderen. Ja. Also für uns ist es simpel, für euch sicherlich komplex, aber das Problem zu erklären, es aufzunehmen und dann umzusetzen, ist halt nicht wie so ein Riesenberg vor sich herzuschieben, sondern man merkt, okay, auf der anderen Seite ist jemand, der ist gewillt daran, das Produkt vorwärts zu bringen und zu sagen, okay, wir können noch das und das und das ändern. Nehmen wir nur das Beispiel wie eine dauerhafte Inventur, was wir bei der ersten Anbindung uns schon sehr, sehr stark gewünscht hatten, weil ich immer wieder gesagt habe, es ist Mist, nur einmal im Jahr zu zählen. Das hält den ganzen, zum einen kostet sehr viel Geld, weil du einen Tag komplettes Lager runterfährst. Und wenn du jeden Tag ein bisschen zählst, zum einen zählst du das Lager öfter durch in einem Jahr, und zum anderen weißt du auch, dass deine Bestände entsprechend passen. Und das hat am Ende des Tages gedauert, ich sag mal jetzt mal summa summarum 2 Monate. Und dann war das ganze Thema komplett durch. Ja, das stimmt. Ich meine, das ist ja war ja unsere Grundidee, als wir damals angefangen haben, diese Software zu machen, anstatt jetzt das 1000. ERP auf den Markt zu bringen, sondern zu sagen, wo hakt es eigentlich? Und das sind die Applikationen sind überladen, das heißt, ein neuer Mitarbeiter findet sich nicht zurecht oder ihr werdet erschlagen von Funktionen oder das Ganze passt nicht. Ne? Also das Tool setzt uns ja in die Lage, das heißt, wenn Guido oder du mich anrufen oder meine Mitarbeiter anrufen und sagen, wir brauchen eine neue Funktion, können wir dies oder jenes machen, dass man sich dann einfach zusammensetzt und sagt, hey, so oder so soll das aussehen, und dann wird es dann einfach schnell in euer System eingebaut. Das ist ja mal die Grundidee. Da sind wir eigentlich schon, also ich glaube, über eure Prozesse könnte man noch relativ lange sprechen. Wenn wir jetzt noch im Gespräch immer weiter auf, es ist noch relativ viel über Arbeitszeiterfassung und so noch gar nicht geredet und Fertigung, Stücklistenbau und der Fahrzeugannahmeprozess nämlich, oder diese ganze Fahrzeugannahme, dann Werkstatt startet, Mitarbeiter meldet sich an, dann Freigabe zur Endkontrolle, nicht bestanden, wieder zurück und dann ja doch bestanden. Also wir könnten wahrscheinlich hier, oder ich könnte einen Monolog hier von 2 Stunden halten, bis ich dann sämtliche Funktionen des Systems runtergebrochen habe. Ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber man merkt schon, dass halt hier auch eben das Thema Automatisierung und individuelle Lösungen, wie wir es uns vorstellen und wie wir uns wünschen, wie wir den Alltag hier darstellen möchten, dass es halt einfach umsetzbar war. Ja. Und das muss man halt auch erstmal finden. Ich glaube, an der Stelle wäre es spannend, wenn man wirklich wie so einen Ball durch die Firma werfen würde, dass man mal sieht, wie das krass vernetzt ist. Also, um ein sehr einfaches Beispiel zu nennen, wir haben ein Fahrzeug hier für die Inspektion. Der Monteur merkt, Achtung, hier ist jetzt noch der Wasserkühler-Defekt. Dann buchen wir diesen Wasserkühler im System ein und automatisch wird der Wasserkühler aus dem Lager kommissioniert runtergefahren. Ja. Weil das, glaube ich, zeigt einfach mal, wie einfach das sich sprechen lässt. Und wenn wir diesen Prozess jetzt mal anfangen aufzumachen, heißt es, okay, der Monteur merkt jetzt, das Ding ist kaputt.
dann muss der zu einem Mensch gehen, der das am Ende des Tages einbucht. Das ist noch relativ simpel. Und danach geht der Ball erst ins Rollen, weil das Bauteil wird dann gesehen im Lager, okay, es ist auf Lager. Demnach läuft der Kommissionierer dahin, merkt, okay, es ist ein Werkstattauftrag. Ein Werkstattauftrag hat immer Priorität 1, weil es benötigt wird. Das heißt, es wird nicht einfach auf den Lagerplatz geräumt, sondern es wird dann quasi auf eine Bewegungsstelle gesetzt, wo dann der Kommissionierer jemand Bescheid sagt, Achtung, das Teil muss quasi bitte in die Werkstatt gebracht werden und kommt dann hier runter. Also, und das haben wir jetzt nur mit einem Beispiel Wasserkühler gemacht und das kann man quasi unendlich verlängern. Und da sieht man einfach mal, ich sag mal, wie für uns es mittlerweile einfach geworden ist, aber auf der anderen Seite, wie viele Steine dann doch am Rollen sind. Ich denke da manchmal drüber nach, wenn so der Wartebalken kommt in der GBSU, denke ich so, krass, ne, jetzt läuft gerade das alles im Hintergrund, wo früher am Ende des Tages 3 Menschen für umgesprungen sind. Das ist einfach so. Wo 20 Zettel geschrieben und alles. Also. Nee, da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Also ihr macht ja deutlich mehr, allein durch den Webshop jetzt, man kann das so sagen, ihr macht mehr Umsatz und weniger Leute. Ja, 100%. Ja, definitiv. Nee, was gibt's noch Ideen für die Zukunft? Der hüpfende Kalender. Der hüpfende Kalender. Wir nennen das jetzt einfach so. Ich sag mal, das größte Thema in jeglicher Handwerksfirma ist dein Wasserkopf, den du mitbewegst, oder ich sag mal, das Beschäftigen mit unnützen Dingen. Ja. Das ist immer so, die Unproduktivität ist, glaube ich, allgegenwärtig bei uns im Büro, wo wir uns wieder darüber unterhalten, wie kann man den Prozess irgendwie noch besser gestalten, dass man weniger Leerfahrt oder weniger Leerbewegung hat. Und wenn man einmal so eine Werkstatt durchgeplant hat, versuchen wir es mittlerweile seit 2 Jahren zu sagen, okay, wir haben unseren Overall View, sind wir da immer noch drin. Aber das wäre halt der Traum, wenn man merkt, okay, der Monteur wird nicht damit schnell genug fertig, schiebt sich automatisch der Kalender um ein Stückchen weiter nach vorne. Ja. Man weiß, okay, ich bin jetzt eigentlich schon wieder da. Das ist die absolute Traumvorstellung in meinen Augen. Und was ein anderes Thema wäre sicherlich die Art und Weise der Mitarbeiterführung für ein mittelständisches Unternehmen. Um das einfach ein bisschen einfacher zu machen, dass der Mitarbeiter mehr Wünsche in einer relativ simplen App eintragen könnte, ob es Urlaubsanträge sind oder. Weil da ist man dann doch am Ende des Tages immer noch sehr, sehr papierkriegtechnisch unterwegs. Und auf der letzten Stelle wäre sicherlich der Punkt, wo wir auch uns immer wieder drüber unterhalten haben, das ist das Thema, ein digitaler Arbeitsauftrag, was sicherlich von eurer Seite sehr einfach, gesagt, ja. Genau, es wäre sehr einfach darstellbar, aber du hast am Ende des Tages noch einen Mechaniker, der hat ölige Hände, wir arbeiten in der Werkstatt, das ist nun mal nicht einfach alles super steril und sauber, auch wenn man es gerne hätte. Ja, hier kommt natürlich eine Hardware-Problem ins Spiel. Ne? Klar, du hast die ölige Hände, ne? Die Sachen fallen runter. Ich meine, es gibt Hardware, die mehr verträgt, aber da muss man dann am Ende des Tages überlegen. Ja, mit dem Urlaubsantrag müssen wir uns mal ansehen, weil die Funktion ist eigentlich ist da, ist aber, glaube ich, nicht ganz so ausgereift. Es ist ja auch nicht schlimm. Also wie gesagt, es ist ja auch... es kann ja nicht alles perfekt sein. Ne? Also es ist das System so schlau wie die Leute, die es, sage ich mal, sich ausgedacht haben oder die Wünsche eingegeben haben, wie es funktionieren soll. Das war ja auch, sage ich mal, das ist ja auch das Interessante an der Stelle. Man denkt sich gerade im Anfangsprozess beim Kickoff einen Prozess aus. Das ist alles in Gedanken schön in der Theorie. Und dann kommt die Praxis. Und dann zeigt sich, weil wir es eben schon mit dem digitalen Auftrag hatten, dann zeigt sich, okay, welche Hürden hat es tatsächlich, worüber man überhaupt nicht nachgedacht hat. Und dann muss man irgendwie schauen, wie man trotzdem die Kurve kriegt, dass der Grundprozess an sich funktioniert, aber halt die Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden, dass es dann am Ende des Tages trotzdem läuft, handelbar ist, eben für die verschiedenen Menschen, die am Ende des Tages in diesem Prozess mit drin stecken. Ich will da nur drüber nachdenken, wie wir genau hier gesessen haben, mit einem deiner Mitarbeiter. Und uns über das Thema Anstempeln und Abstempeln unterhalten haben. Ja. Und in der Theorie war das ja ganz, ganz einfach. Und bis es mal funktioniert hat, dass sich jemand anstempelt und abstempelt und wie oft wir darüber nachgedacht haben, dass man das für den Mensch so einfach wie nur irgendwie möglich gestalten muss. Ja. Weil es sonst nicht funktioniert. Und das ist halt genau das Problem an jedem System, würde ich behaupten. Du musst halt, das war sicherlich von eurer Seite auf uns bezogen sehr einfach, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen das, aber ich sag mal, ein Handwerker, immer in dem Moment, wenn das Thema Digitalisierung da eingreift, dann ist das ein bisschen wie Salz Betriebe. Es ist natürlich auch unser Job. Ne? Wir müssen uns natürlich dann auch in die Sicht dieses Mitarbeiters oder in der Mitarbeiter reinsetzen. Also es ist sicherlich auf einer Ebene jetzt im Büro mit Leuten, die entscheiden, die gestalten, einfacher
Dinge zu entwickeln oder euch komplexere Sachen hinzusetzen und sagen, arbeitet damit, als mit jemandem, dessen Job es einfach nicht ist, damit zu arbeiten. Ne? Das ist so, das ist auch ein Fakt, das ist jetzt nicht bei euch so, das ist generell in produzierenden Unternehmen, dass diejenigen, die sagen wir, am Ende des Tages den Job irgendwo machen, ne, wie es bei euch die Autos produzieren, die haben eigentlich keine Lust, irgendwelche Daten in irgendwelchen Computern einzugeben. So, also man kann das natürlich die dazu bewegen, indem man ihnen Informationen darüber gibt, die sie brauchen, um ihren Job zu machen. Aber generell muss man die Applikation so gut gestalten, dass es sie so wenig wie möglich hindert und dass es so einfach wie möglich zu verstehen ist. Weil das ist vollkommen klar, eine große Begeisterung ist auf der Ebene selten zu finden. Das ist so. Das ist dann auch unser Job, das halt zu machen an der Stelle. Ja, aber auch mit dem Einplanen. Ne? Also ihr seid ja da schon relativ weit. Ne? Ihr habt so einen sehr ausgereiften Firmenkalender mit Events und allem Möglichen schon drin und Leitstand. Also wir planen schon auf Mechanikerebene runter die Aufträge. Da ist ja auch schon da an der Stelle recht weit. Ne? Jetzt müssen wir, der nächste Schritt wäre dann, so sagen, wenn der Mechaniker sagt, das hier hat jetzt nicht geklappt, ich brauche noch einen halben Tag länger, dass seine restlichen Aufträge dann ein bisschen genau, mit automatisierten Kontakt an den Kunde, dass der Kunde weiß, Achtung, ich muss so und so viel. Das wäre sicherlich die Traumvorstellung. Dass dann automatisch die E-Mail rausgeht. Genau. Also die Hotelbuchung umgelegt wird. Alles, das kann man spinnen, von wo man hin will. Aber auf der anderen Seite ist es nun mal so, dass du in einer Welt, in der wir heute leben, du am wenigsten Zeit mit solchen Sachen halt vernichten willst. Und du guckst deinen eigenen Tag an, du weißt, wie viel Zeit bei sowas drauf geht. Ich weiß, wie viel Zeit bei mir da drauf geht, dass du dich mit solchen Sachen auseinandersetzt. Und das ist ein Riesenfaktor, aber das ist sicherlich ein hochkomplexes Thema. Und auch nicht einfach umsetzbar. Und dann ist immer die andere Frage, wenn man es hat, weil wir haben verschiedene Funktionen, wo wir doch dann merken, okay, das sind Stolpersteine, da geht Guido und ich komplett verschieden. Wenn es um das Thema geht, wie man einen Auftrag durch das System durchbuxiert, weil man doch nach links und rechts schauen kann. Und das ist das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Als wir gemerkt haben, wo wir da oben zusammengesessen haben, okay, wir machen keine Angebote mehr ohne Fahrgestellnummer und ohne Fahrzeugschein, und du dann gemerkt hast, naja, das ist irgendwie doof, weil du gar nicht so schnell agieren kannst, wie du eigentlich agieren möchtest. Weil dir die Info fehlt. Genau. Weil der Kunde schickt dir die Info. Genau. So, und dann merkst du, da könnte man einfach in schnellerer Zeit mehr abarbeiten. Ja. Und das sind halt so die Punkte, aber ich glaube, also wie gesagt, das ist halt ein Riesenplus bei euch, dass man einfach merkt, okay, du hast ein Problem. Sicherlich, wir haben eine persönliche Beziehung, das ist gar keine Frage, aber es ist halt, und wir machen nicht jeden Vorgang über deinen Schreibtisch, sondern es läuft über Mitarbeiter, und wenn wir irgendwas haben, dann ist halt die Kombination, vor allen Dingen die Gesprächsbarriere ist sehr, sehr, ich sag mal, tief, und man kann einfach super einfach sagen, hey, guck mal, ich brauche das, ich habe da ein Problem, und es wird sich einfach direkt drum gekümmert. Und das ist meiner Meinung nach heutzutage das höchste Gut, wenn das Support an einem Produkt hinten raus funktioniert, weil das ist nämlich das, was wir jeden Tag genauso erleben, wenn wir von anderen Firmen was kaufen und genau das Thema nicht so gelebt wird, dann stolpert man relativ schnell und fällt auch meistens relativ schnell hin. Und das ist bei euch ein Riesenplus, muss man ganz klar sagen, dass genau dieses Thema mit dem Support einfach läuft. Ja. Ich nehme das Lob gerne auf und werde es auch weitertragen an die Mannschaft. Die wird sich freuen, dass ihr das hört. Das Tool macht es natürlich einfach. Das ist auch so. Und die Leute haben halt auch Spaß daran, die Sachen zu entwickeln, weil einem auch die Software nicht im Wege steht an der Stelle. Also wir freuen uns ja auch immer, wenn Kunden zu uns kommen, und ihr auch, also ihr seid ja ein sehr gutes Beispiel dafür für uns, wo jemand kommt und sagt, ich habe hier und da, ich will hier nochmal weiterkommen, und da ist der Prozess, den müssen wir ein bisschen anders machen oder hier einen neuen aufbauen. Und das ist ja auch das, was wir wollen. Wir sitzen ja jetzt nicht da bei uns, hoffen, oh, jetzt haben wir es einmal installiert und hoffentlich melden die sich jetzt nicht mehr, sondern wir sind ja froh, wenn ihr zu uns kommt und sagt, ey, lass uns mal weitermachen, weil dann können wir die Stärken unseres Tools auch richtig ausspielen. Ja, ich glaube, wollt ihr noch was loswerden? Nee, wir sind also rundum zufrieden. Das ist ein wichtiger Abschluss. Also das ist wirklich. Ja, und wie gesagt, ich kann es immer wieder sagen, wenn es ein Problem gibt, wird sich halt einfach um das Problem gekümmert. Ja, das ist gut. Nee. So, und das ist halt genau, also wie gesagt, ich glaube, dass jeder Mensch, der vor seinem Computer gestanden hat und hat mit dem Ding ein Problem, der weiß, es gibt am Tag ungefähr 500. So, und das ist halt sehr, sehr angenehm, wenn du
nicht für 500, aber zumindest für 2 jemand auf der anderen Seite hast, wo du sagen kannst, das ist gerade ein Thema und bitte kümmert euch drum und es wird sich dann drum gekümmert. Ja, perfekt. Ja, dann danke an alle, die zugesehen haben, uns bis zum Ende geschafft haben. Den Link zum Webshop von euch, den packen wir mal unten rein. Und dann könnt ihr auch mal gucken, was die beiden hier denn so im Angebot haben. Und vielleicht habt ihr auch Lust, einen wundervollen MX5 hier bauen zu lassen. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.